Über meine Bahnfahrt von Hamburg nach Brüssel habt ihr ja im letzten Video schon einiges gesehen. Aber schon bevor ich überhaupt heil angekommen bin, habe ich erst mal gecheckt, was Too Good To Go in Brüssel so zu bieten hat. Und ich bin fündig geworden. Was gibt es Besseres als Schokolade? Und die habe ich dann erst mal gerettet, bevor es überhaupt zum Hotel ging. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, diesmal bin ich ganz allein auf meiner Reise und das ist eine Sache, die ich ab und zu echt gerne mache. Also ich bin total gerne mit Johann unterwegs und wir sind echt ein cooles Team, wenn wir unterwegs sind oder auch gerne mit Freundinnen, aber manchmal ist es schon was anderes, wenn man auch mal alleine reist. Und ich habe das jetzt schon einige Male gemacht. Ich war beim allerersten Mal, das war 2016, ganz alleine in der Schweiz, weil ich dachte, es würde mir auf jeden Fall leichter fallen, wenn ich in ein Land gehe, wo man auch Deutsch spricht. Und einfach mal, um das auszuprobieren. Und das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Die Schweiz war toll, da war ich auch nur für eine Nacht. Und also im Prinzip genauso wie heute und habe das damals sehr genossen. Anschließend war ich eine Woche auf Malta. Auch da mit dem Englischen war das erstmal kein Problem. Das war aber eine Art Pauschalreise und ich hatte Halbpension gebucht. Da muss ich sagen, ich glaube, ich finde es besser, wenn man nur das Frühstück dabei hat und das dann eben entsprechend alleine genießen kann. Beim Abendessen fand ich es irgendwie doch komisch, von der Karte zu ordern und allein am Tisch zu sitzen, zumal ich auf der Reise in dem Hotel wirklich die Einzige war, die da ganz alleine war. Und ich hatte das Gefühl, schon irgendwie beäugt zu werden, aber da kann man natürlich auch drüber stehen. Ich stand nicht ganz so drüber, deshalb habe ich für mich gemerkt, nur Frühstück zu buchen ist einfacher und dann abends irgendwo auf die Hand was zu essen, ist für mich viel angenehmer. Auf Martinique war ich auch alleine, da war es ganz easy. Also nicht, was die Sprachbarriere anging, die war eher kompliziert, ich kann kein Französisch und hatte da echt eine kleine Herausforderung, muss man tatsächlich sagen. Aber ich hatte eine Ferienwohnung, in der ich mich sehr gut alleine verpflegen konnte und war dann wenig auf Hilfe von außerhalb angewiesen. Das war für mich persönlich ganz angenehm. Also gerade wenn man eher auf der introvertierten Seite ist, dann muss man natürlich gucken, inwiefern man sich da selbst helfen kann auf einer Reise. Meine letzte Solo-Reise war dann jetzt auf Gran Canaria im Februar. Die war aber auch nur teilweise solo, weil Johann mich zwischendurch besucht hat. Ich habe auf Gran Canaria einen Yogakurs gemacht als Bildungsurlaub. Das war auch eine echt coole Sache. Auch da konnte ich die Zeit ganz entspannt genießen. Sprachbarriere gab es da nicht. Ich kann ein bisschen Spanisch, aber das braucht man eigentlich auf Gran Canaria nicht so. Die meisten sprechen da Deutsch oder zumindest Englisch. Und da hatte ich auch eine ganz tolle Ferienwohnung mit einem Pool und so. Das war echt wirklich wunderschön. Und ich kann das auf jeden Fall jedem ans Herzen legen, mal solo zu reisen, wer es noch nicht probiert hat. Das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Dann wollte ich euch noch erzählen, in was für einem Hotel ich hier heute untergekommen bin. Und zwar bin ich in einem B&B-Hotel in Brüssel. Und warum bin ich da? Ich habe ein Schnäppchen gemacht. So wie die ganze Reise war, es ist ja alles sehr, sehr spontan zustande gekommen. Und ich habe mich für das B&Me-Bonusprogramm angemeldet und habe dafür einen Gutschein erhalten für ein gratis Frühstück. Und dann habe ich geschaut, wie teuer die Hotels so sind. Also Brüssel ist an sich eher eine etwas teure Stadt. Ich habe mal geschaut, der Durchschnitt der Hotelpreise liegt bei etwa 115 Euro pro Nacht für ein 3-Sterne-Hotel. Ich lag jetzt hier deutlich drunter, 80 Euro inklusive Frühstück durch den Hotelgutschein und muss sagen, da habe ich echt Glück gehabt. Allerdings muss man auch sagen, gestern beim Check-in hatten wir da ein kleines Problem mit dem Gutschein, der war nicht richtig ins System eingebucht und ja, man wollte mir den Rabatt zuerst nicht geben. Ich sollte dann 97 Euro bezahlen, also 17 Euro für das Frühstück. Da muss ich jetzt schon sagen, 17 Euro wäre das Frühstück jetzt auch nicht unbedingt wert gewesen. Das Frühstück war okay, aber jetzt auch nicht outstanding. Und deshalb, ja, das wäre es auf jeden Fall nicht wert gewesen.
Nachdem dann die Vorgesetzte geholt wurde an der Rezeption, haben wir das Ganze dann doch klären können und ich habe dann den Rabatt bekommen. Und für 80 € insgesamt muss man sagen, das ist ein guter Deal. Das Hotelzimmer ist sauber, es ist recht groß für eine Person. Ihr seht vielleicht im Hintergrund, es ist auch ganz niedlich gestaltet. Brüssel ist ja auch die Hauptstadt von Tim und Struppi und die ganze Stadt ist gestaltet mit solchen Comicstrips an den Wänden. Mal sehen, ob wir nachher noch welche finden in der Stadt. Es ist ganz, ganz süß gemacht. Also das Hotel ist sehr bunt, sehr quietschig, aber gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und ja, ich habe die Nacht hier auf jeden Fall genossen. Es hat Spaß gemacht und ich würde auf jeden Fall auch wiederkommen und euch das auch empfehlen, wenn ihr mal vorhabt, nach Brüssel zu kommen. Da das Atomium etwas außerhalb liegt, habe ich beschlossen, noch am Nachmittag einen Ausflug dorthin zu machen. Dieses wurde für die Weltausstellung 1958 entworfen und ist mit seinen 102 Metern schon ziemlich beeindruckend. Die Größe hatte ich vorher definitiv unterschätzt. Was bei einem Ausflug nach Brüssel wirklich nicht fehlen darf, sind gute Pommes. Und ich hatte wirklich hervorragende mit Trüffel und Parmesan. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück habe ich dann meine Sightseeing-Tour in der Brüsseler Innenstadt gestartet. Und nach insgesamt 33.000 Schritten in 24 Stunden darf natürlich auch eine Original Brüsseler Waffel nicht fehlen. Ich wollte eigentlich zunächst aufgrund der guten Google-Bewertungen zu Obey Belgian Waffle. Dort gab es aber leider an dem Tag ein technisches Problem. Ich bin dann bei Belgian Waffles gelandet, ebenfalls mit einer 4,6 bei Google. Sicher nicht schlechter, aber dennoch auch ein bisschen teurer. Nach der Waffel war meine Reise dann leider auch schon beendet und es ging zurück Richtung Hamburg. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da oder folgt uns für weitere kulinarische und feline Reiseabenteuer quer durch die Welt.